Ich habe auf eBay die günstigsten E28, E30 Fensterheberschalter gekauft. Ganze 4,75 € das Stück. Ob die was taugen, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Die Schalter findet man eigentlich relativ einfach. Einfach auf eBay E30 Fensterheberschalter eingeben. Und dann bekommt man eine ganze Liste an möglichen Geschichten. Worauf ihr da aufpassen müsst ist China-Lieferung, China-Lieferung, China-Lieferung. Und hier gibt es auch die Möglichkeit, dass man die ganzen aus Belgien bekommt. Ich habe die hier besorgt. Das sind hier 4 Stück. Sehen wie folgt aus. Und kosten da bloß 60 Cent Versand, waren zu dem Zeitpunkt damals die günstigsten. Und wir haben sie jetzt seit den 18. Oktober, 25. Oktober werden die geliefert und es war bei mir so, die waren noch 7 Tage da. Passend sind die angeblich für M3, M5, M6, ja. Also am Ende des Tages passen die in E28, in E30 und in E24. Ich weiß nicht, ob sogar in E23, müsste man sich mal anschauen, aber E28, E30, das ist natürlich passend. Und sieht auf die Fotos ja eigentlich von der Verarbeitung her relativ gut aus. Um hier einen anständigen Vergleich machen zu können, habe ich natürlich jetzt beide Fensterheberschalter besorgt, nämlich einmal die Nachbaugeschichte und einmal den 30 Jahre Originalen. Das schauen wir uns jetzt mal am Tisch hier an. Also wenn ich es hier so hinlege, sehen die eigentlich relativ gleich aus. Aber man sieht schon, der rechte Schalter, der ist ein bisschen mehr abgegriffelt. Das ist natürlich der Original BMW Schalter und das ist der Nachbauschalter. Aber ansonsten kann man sagen, dass zumindest die Oberfläche und die Ausgestaltung, wenn man sich die jetzt mal bei dem Profil ansieht, eigentlich, sage ich mal, relativ ähnlich ist. Also man sieht jetzt nicht, dass hier irgendwie die Größe oder die Form vom Pfeil grob unterschiedlich wäre. Das ist alles in Ordnung. Was aber beim Nachbauschalter gleich ins Auge fällt, sind diese Nasen hier. Die sind im Vergleich zum originalen Schalter, man sieht es hier, anders geformt, schauen deutlich weiter raus. Das wird uns nachher noch Probleme bereiten. Schauen wir mal auf die Unterseite. Gut, hier rechts sieht man das Original BMW Logo und die Teilenummer, links natürlich nichts. Ist ja auch nicht notwendig, ich meine, das ist ein Nachbauschalter und dass sie das auch kopieren, fraglich. Aber ansonsten sieht man, dass die Nasen hier passend sind. Beim BMW-Schalter ist die weggebrochen. Ich gehe davon aus, dass beim Nachbauschalter, so müsste es beim BMW-Schalter eigentlich auch aussehen. Mei hat natürlich 30 Jahre auf dem Buckel, einmal verkehrt reingebaut, schon bricht es weg. Oder vielleicht hat es ja immer weggebrochen, weiß ich nicht. Genau, aber, jetzt kommt das große Aber. Das erste Nervige, was mir persönlich aufgefallen ist, am originalen Schalter, wenn man den mal drückt, der ist weitestgehend geräuschlos. Nimmt man jetzt aber den Nachbauschalter, dann hört man ganz klar, das ist natürlich ultra störend, das ist natürlich nichts. Ich sag mal, vom Weg her ist es relativ kurz im Vergleich zum originalen Schalter. Wenn man sich den mal anschaut, den kann man deutlich weiter reindrücken, auf die obere Seite. Sag mal, das ist natürlich vom Feeling her schon mehr oldschool. Das hier ist natürlich schon wieder wie so ein Digitalschalter. Also ihr seht schon, sind schon 2 große Unterschiede, wo man die Nachbauschalter dran erkennt. Jetzt gehen wir mal her und beleuchten die ganze Geschichte. Hängen wir die mal hin. Das sind immer diese 2 Pins hier. Ich weiß gerade nicht auswendig, was Masse und was Plus ist, sollte aber bei der Glühbirne wurscht sein. Bei den LEDs ist es natürlich nicht egal. Also einmal wenden bitte. So, leuchtet. Selber machen wir mit dem Originalschalter, jetzt wissen wir ja wiederum. So, schauen wir uns das mal an. Sieht man schon, okay, der Originalschalter leuchtet ein bisschen schwächer. Machen wir mal kurz das Licht aus. Und dass man sieht, dass
der Nachbarschalter deutlich heller leuchtet. Und was ganz unangenehm ist, ihr seht es da am Rand, hier, diese Geschichten hier, da scheint es durch. Das ist natürlich absoluter Murks. Das hast du beim originalen Schalter nicht. Das macht dich natürlich wahnsinnig in der Nacht. Auch wenn du, sagen wir mal, schräg da drauf schaust, von der Fahrerperspektive, das ist natürlich absoluter Murks. Aber was uns ja auch interessiert, wie schaut es denn in den Schalter aus? Zerlegen geht relativ einfach. Klemmen wir erstmal wieder den Strom weg. Uns interessiert ja eigentlich bloß der Kino-Schalter. Ich meine, der BMW-Schalter, der funktioniert ja, der ist ja gut. Dazu braucht man hier einen Schraubendreher. Muss dann da seitlich leicht reinhebeln. Ganz vorsichtig. Und schon kommt dann das entgegen. Wenn wir jetzt ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil es da innen drin federbelastet ist. Was man hier schon sieht, da kommt uns das Fett entgegen. Prinzipiell eigentlich ganz gut, sind geschmierte Schalter. So, jetzt fallen schon die Seitenteile weg. Genau, so sieht es innen drin in diesem Schalter aus. Man hat hier quasi nichts anderes als hier zwei LEDs. Und das ist schon das erste Problem, wenn die so weit unten sind, strahlen die quasi das ganze Gehäuse aus. Und hier hat man die ganze Schalterformation. Und das werden wir jetzt mal hier das gerade ausbauen. Schaut die ganze Geschichte so aus. Innen drin ist hier so ein kleines Blech drin. Und das drückt bei der Gegenseite hier drauf. Wenn jetzt da mit dem Schraubenzieher drauf drückt, dann hört man schon, okay, das ist unser Geräusch. Da macht man gleich mal das erste. Man nimmt hier eine Zange des geringsten Misstrauens und auf dieser Oberseite hier, dann kann man die Geschichte hier zusammendrücken. Das machen wir jetzt mal ganz vorsichtig. Und zwar so, dass dieser Federkontakt sich immer noch bewegen lässt, aber automatisch zurückschnellt, und zwar auf Nulllage. Das muss gegeben sein. Und jetzt sieht man schon, wenn man da drauf drückt, es ist komplett leise geworden im Vergleich zu hier drüben. Passt. Machen wir natürlich auf der drüben Seite auch noch. Wenn der Federkontakt nicht mehr zurückschnellt, dann müsst ihr einfach das hier wieder auseinander drücken. Das ist ein bisschen Einstellarbeit. Schön für Sonntagnachmittag, wenn es regnet. Das nächste, was uns stört, sind diese wahnsinnigen Bleche hier. Das ist natürlich auch absoluter Murks im Vergleich zum Original. Deswegen schnappt man sich hier einen Schraubstock. Und jetzt muss man das da unten, also die Biegung hier, ein bisschen rausnehmen. So, kann man das ein bisschen mit dem Original vergleichen. Jetzt sehen wir schon, aha, das kommt ungefähr hin. Und jetzt hat man die lustige Aufgabe, quasi genau an der richtigen Stelle die Biegung einzubringen. Biegt es dann entsprechend passend. So, und jetzt sieht es ungefähr so aus wie auf dem Original. Das einzige Thema, was offen bleibt, ist das mit den LEDs. Das ist irgendwie ein bisschen lästig, weil ich da noch keinen richtigen Lösungsvorschlag habe. Ich habe schon probiert mit Lichtrichtern zu arbeiten und habe versucht, die LED höher zu setzen mit so Stiftsockelleisten. War natürlich auch nicht die Lösung, weil das dann hier am Blech angegangen ist, also diese Schalterkinematik. Am Ende des Tages bin ich dann da stehen geblieben. Ganz klassisch Edding 3000 pushen. Die ganze LED da ringsherum einpinseln. Damit wird die erstmal dunkler und strahlt auch nicht mehr so viel seitlich raus. Das gibt dann im Gehäuse ungefähr genau die alte Lichtstärke, wie ja die alten Schalter haben. Und damit ist dann, sage ich mal, das Seitenlicht relativ gering, was man austritt. Im letzten Schritt bauen wir die ganze Geschichte wieder zusammen. Ist er gar nicht so wild. Man schnappt sich einfach den originalen Schalter. Sieht, aha,
da oben die zwei Geschichten hier. Das sind die Beleuchtungspins. Schauen wir mal, wo die hier sind. Aha, hier. So, legen wir das schon mal passend daher. Dann schauen wir, aha, der weiße Schalter ist links. So gehört es zusammen. Wirft einfach diese Schalter hier wieder rein. Dann muss man an diese Geschichten hier denken. Und diese Außenhalter. Und dann einfach den Aufsatz oben drauf. Bis hörbar ringsum einrostet. Jetzt klingt er ganz normal oder verträglich. Passt. Schauen wir nochmal kurz dann die Beleuchtung an. Jetzt sieht man, dass das Licht, sage ich mal, relativ verträglich gleich ist. Und die Lichtemission, die, sage ich mal, durchs Gehäuse reinkommt, ist auch relativ übersichtlich. Ist okay, können wir so lassen. Wer da wirklich 100% Ergebnis haben will, der wird nicht drum herum kommen, dass man hier an den Schalterelemente hier außenrum noch irgendeinen Lichtschutz unterbringt. Da ist mir bis jetzt noch nichts eingefallen. Falls euch da was einfallen sollte, einfach mal in die Kommentare posten. Dann schaue ich mir das an, dann gibt es vielleicht noch ein kleines Update-Video. Abschließend muss man natürlich sagen, 4,75 € für so einen Schalter, das ist natürlich quasi geschenkt. Wenn man mal so Kleinanzeigen so ein bisschen durchschaut, dann kriegt man die gebrauchten Schalter so um die 30 €. Hat aber dann meistens abgegriffene Piktogramme drauf, die Kontakte weiß der auch nicht mehr, wie gut die sind. Also preislich ist es natürlich unschlagbar. Jetzt, wenn man damit leben kann, dass da seitlich so ein bisschen Licht rausscheint und man diese Modifikationen machen muss, dann ist 4,75 € versus 30 € pro Schalter durchaus in Ordnung. Wenn es so geht wie mir, wenn man 6 Schalter braucht, weil man sich natürlich unbedingt einbildet, elektrische Fenster hinten haben zu wollen, brauchst du natürlich 2 in die Türen, 4 vorne, dann gehen natürlich 30 € pro gebrauchten Schalter schon ins Geld. Von dem her würde ich sagen, ja, kann man machen, ist in Ordnung. Das ist auf alle Fälle eine würdige Alternative, die werde ich einbauen. Solltet ihr in Zukunft mehr so Vergleichsvideos haben wollen, gerade von so Kleinzeug, was man so nachbarmäßig kaufen kann, einfach mal in die Kommentare schreiben, habe ich mir ein paar Anregungen und ansonsten sehen wir uns dann in einem von den nächsten Videos wieder.